Hallo meine Freunde, hola Malvistas, was soll ich sagen? Ich habe mich natürlich komplett zum Clown gemacht, als ich gedacht habe, wir ziehen wirklich Sporting Lissabon. Wie Manchester City es gestern schon veröffentlicht hat, 3 Sachen im Leben sind sicher, der Tod, die Steuern und dass Real Madrid gegen Manchester City spielt. Meine Meinung zu der Champions League Auslosung im Allgemeinen und speziell zu der von Real Madrid natürlich in diesem Video. Wir schauen uns auch an die exakten Termine, falls jemand von euch in Santiago Bernabéu möchte. Dann unterhalten wir uns aber auch um Themen der Aktualität. Raúl Asensio hat sich zu Wort gemeldet nach seiner Verletzung im Spiel gegen Benfica Lissabon. Ihm geht's deutlich besser. Und dann müssen wir ein Thema besprechen. Real Madrid, Florentino Perez sollen sauer und wütend sein auf Kylian Mbappé. Hat der Franzose uns alle belogen? Ja, all das und viel mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, lasst mich dieses Video kurz starten mit 2 Anliegen in eigener Sache. Thema Nummer 1, ich konnte gestern mein Video nicht hochladen. Ich habe alles versucht. Deshalb findet ihr das Video von gestern, ich war nicht faul, nein, unter meinen Livestreams. Also könnt ihr das suchen. Ich fand das Video sehr interessant. Also könnt ihr dem Video gerne Liebe geben und euch das anschauen und eure Meinung natürlich da gerne in den Kommentaren lassen. Punkt Nummer 2, vielen Dank für die tolle Resonanz gestern auf meinen anderen Social Media Plattformen. Jeder, der da ein Follow da gelassen hat, ich bin euch sehr dankbar. Aber jetzt, wie gesagt, legen wir los mit Real Madrid. Ja, legen wir los mit dem größten Thema überhaupt, der Champions League Auslosung. Wen wundert es? Naja, mich. Real Madrid wieder einmal gegen Manchester City. In den letzten 7 Jahren, glaube ich, zum 6. Mal. Inzwischen schon der europäische Klassiker, der mir ganz ehrlich schon aus dem Hals hängt. Ich kann es nicht mehr sehen. Ja, natürlich kriegen wir wieder das härtere Los. Ich zeige euch mal die Gegner von Real Madrid in den letzten Jahren in der Champions League. Wie kann es noch Menschen geben, die sagen, Real Madrid hätte Losglück? Wir kriegen immer das schwerste Los. Und das war nicht nur in den letzten Jahren so, das ist ja in diesem Jahr gefühlt noch schlimmer. Ich zeige euch mal den Turnierbaum. Ja, und fangen wir mal mit ein paar lustigen Statistiken an. Alle Champions League-Sieger der letzten 10 Jahre sind auf der Seite von Real Madrid. Und wenn das nicht genug wäre, auf der rechten Seite, alle Mannschaften auf dieser Seite waren in den letzten 10 Jahren mindestens einmal in der Europa-Liga. Wenn Real Madrid weiterkommen möchte, müssen wir nicht nur Manchester City schlagen, du musst danach Bayern München schlagen, danach musst du sehr wahrscheinlich Liverpool schlagen und dann überhaupt ins Finale zu kommen. Ja, und wenn du dir den Kalender von Barcelona zum Beispiel anschaust, vor allem Newcastle, schaut euch mal bitte die Duelle an, die Newcastle vor und nach dem Barca-Spiel haben wird. Die werden tot ankommen im Rückspiel, die können bestimmt sich gar nicht mehr bewegen. Ja, also Barcelona gefühlt freilos bis ins Halbfinale. Ja, unglaublich, das ist meiner Meinung nach wieder einmal keine faire Verlosung. Langsam wächst es einem Madridista. Ich habe die letzten Jahre schon selten was dazu gesagt, aber langsam macht das doch keinen Spaß mehr. Immer das Gleiche, immer das schwerste Los, immer die schwerere Seite. Ja, ich weiß, es heißt, wenn du die Champions League gewinnen willst, musst du alle schlagen. Aber sei mal ganz ehrlich, Real Madrid ist meiner Meinung nach noch nicht so weit, die Champions League zu gewinnen. Nicht mit dem Fußball, den wir diese Saison spielen. Trotzdem hätte ich mich gefreut, vielleicht noch eine Runde weiterzukommen. Gegen den Sporting hätte ich deutlich bessere Chancen gesehen als gegen Manchester City. Naja, im Endeffekt, wenn eine Mannschaft es schaffen kann, dann Real Madrid. Ja, für mich eine absolute Katastrophenauslosung. Schlimmer hätte es nicht kommen können, meiner Meinung nach. Aber trotz alledem möchte ich euch natürlich sagen, wann sind die Spiele terminiert. Real Madrid spielt das Hinspiel am 11. März im Santiago Bernabéu. Das kommt ja noch dazu. Wir müssen das Hinspiel ja zu Hause und das Auswärtsspiel. Also wie gesagt, schlimmer hätten die Lose nicht fallen können. Hinspiel am 11.3. im Santiago Bernabéu. Rückspiel 6 Tage später am 17.3. im Etihad.
Und natürlich wird es zu beiden Spielen eine Live-Watch-Party geben. Naja, vielleicht erleben wir ja wieder einmal eine magische Nacht von Real Madrid in der Champions League. Also das sind die Termine, schreibt die euch auf. Ja, und jetzt weg von der Champions League, hin zur Liga, hin zur Aktualität. Ich lasse das Trainingsvideo von gestern laufen. Unsere Jungs bereiten sich auf das Ligaspiel zu Hause gegen Getafe vor. Und ganz wichtig, ich zeige euch mal den Spielplan dieses Spieltages. Real Madrid spielt erst übermorgen. Wir haben ein Montagabendspiel. Das gibt es in dieser Saison, glaube ich, zum ersten Mal, seit Jahren wieder mal zum ersten Mal. Real Madrid Montagabends im Santiago Bernabéu gegen Getafe. Unsere Konkurrenz legt also vor, es kann ein guter oder ein schlechter Spieltag sein. Real Madrid geht am Montag ins Spiel und weiß schon, wie die Konkurrenz gespielt hat. Der FC Barcelona hat ein schweres Heimspiel gegen Villarreal. Villarreal hat in den letzten Jahren im Camp Nou immer gut ausgesehen. Sind wir mal gespannt. Atletico Madrid muss zwar auswärts ran, aber bei Oviedo, beim Tabellenletzten. Also Atletico Madrid ist auch wieder in guter Verfassung, sollte die 3 Punkte sich holen. Naja, sind wir mal gespannt. Barcelona gegen Villarreal, wer da Punkte lässt. In der Tabelle, für diejenigen, die es vergessen haben, Real Madrid nur einen Punkt hinter dem FC Barcelona. Noch hat Real Madrid alles in eigener Hand. Lasst uns hoffen, dass wir Dienstag als Tabellenerster ausscheiden. Ja, wer natürlich am Dienstag auch gerne als Tabellenführer aufwachen würde, ist Raúl Asensio. Der Spieler, der uns im Spiel gegen Benfica Lissabon alle in Schockstarre versetzt hat. Nach dem bösen Zusammenprall mit Eduardo Camavinga und dem noch böseren Zusammenprall mit dem Rasen vom Santiago Bernabéu, das sah überhaupt nicht gut aus. Er wurde ja sofort ins Krankenhaus gefahren, Untersuchungen, Nacken etc. Ja, und Real Madrid hat den offiziellen medizinischen Bericht veröffentlicht. Nach Untersuchungen durch die medizinische Abteilung von Real Madrid wurde bei unserem Spieler Raúl Asensio eine Zerrung der Halswirbelsäule diagnostiziert. Sein Genesungsverlauf wird überwacht. Also er hat eine Zerrung der Halswirbelsäule. Oh, hört sich nicht gut an. Ja, aber trotz alledem kann ich Entwarnung geben. Raúl Asensio hat bei Real Madrid TV gestern mal seine Perspektive erzählt. Ich fand die sehr interessant. Schauen wir uns die zusammen einmal an. Schon sehr gut, jetzt geht's wieder. Ich erinnere mich an eine sehr schnelle Szene. Es war ein hoher Ball, ich gehe in den Zweikampf und das nächste, woran ich mich erinnere, ist, mit den Ärzten am Boden zu liegen, nach dem heftigen Zusammenprall mit meinem Kollegen Edu. Irgendwie verliere ich das Zeitgefühl, wo ich war, was gerade passierte, und ich erinnere mich erst wieder, als ich schon im Spielertunnel war. Ich verlor irgendwie völlig das Bewusstsein dafür, was gerade geschah. Es ist ein sehr unangenehmer Moment. Ich erinnere mich an den Arzt, dem ich von hier aus für alles danke, was er getan hat, und dem gesamten medizinischen Dienst. Ich erinnere mich, nun ja, nicht ganz klar sehen zu können, mich nicht richtig bewegen zu können, Kraft zu verlieren. Es war also irgendwie eine Situation, ein Gefühl, das etwas unangenehm war. Dort im Bernabéu konnte ich es nicht spüren, aber seit ich im Krankenhaus bin ich bei Bewusstsein, kann das Handy nehmen, sehe all den Zuspruch und bin wirklich sehr dankbar. Letztendlich habe ich es immer gesagt, dass die Madrid-Fans mich auf eine ganz, ganz besondere Weise empfangen haben. Ich spüre das. Und in Situationen wie diesen, von denen ich hoffe, dass sie nicht mehr vorkommen, spüren wir es am meisten. Deshalb möchte ich mich von hier aus auch bei allen Fans bedanken, bei all den Leuten, die mich unterstützt haben, die mir ihren Rückhalt und ihre Nähe zeigen, was letztlich sehr schön ist und ein Gefühl, das ein Spieler am Ende braucht. Das Team hat sich auch rührend um mich gekümmert. Seit ich das Handy wieder in die Hand nahm, hatte ich schon von jedem eine Nachricht. Ich wusste nicht einmal, in welcher Minute die Szene war, wusste nicht, wie das Spiel ausgegangen war. Die Ärzte haben es mir so ein bisschen erzählt, aber ich wusste nicht, ob noch viel fehlte oder wenig, bis das Spiel zu Ende war. Aber als ich im Krankenhaus das Handy nahm, sah ich all die Nachrichten. Ja, also aufmunternde Worte. Mich hat das Ganze ein bisschen beruhigt. Er hat auch gesagt, er wusste überhaupt nicht, wo der war. Der erinnert sich an den Zweikampf. Das nächste Mal aufgewacht ist er gefühlt im Kabinengang von Real Madrid. Im Krankenhaus hat er versucht rauszufinden, wie es steht. Und die Ärzte, die hatten natürlich andere Sorgen. Denen ging es natürlich um seine Gesundheit. Naja, aber es muss auch schön sein, auf sein Handy zu schauen. Und die ganze Mannschaft hat dir geschrieben, ganz viele Fans auf der ganzen Welt wünschen dir Genesungswünsche. Naja,
Glück gehabt, Raúl Asensio. So ein Zusammenprall kann auch anders ausgehen. Und ich bleibe dabei. Das Wichtigste ist immer erstmal die Gesundheit. Schön, dass es Raúl Asensio besser geht und dass er unserer Mannschaft weiterhelfen kann. Das ist nämlich noch so ein Punkt. Der Fluch der Innenverteidiger bei Real Madrid. Asensio wird gegen Getafe noch ausfallen. Ein Dienhausen wird gegen Getafe auch noch ausfallen. Über Militao brauchen wir, glaube ich, noch gar nicht reden. Das dauert auch noch ein paar Wochen. Wir haben also 2 Innenverteidiger gegen Getafe. Antonio Rüdiger, den es selber fast erwischt hat, gegen Carreras mit dem Zusammenprall. Und ein David Alaba. Ja, weiß Gott, vielleicht möchte das Schicksal, dass David Alaba One Last Dance bei Real Madrid hat, dass der Österreicher nochmal seine Qualität zeigt. Bis jetzt sieht ja alles so aus, auch ein Fabrizio Romano hat das bestätigt, dass der Österreicher seinen Vertrag bei Real Madrid nicht nochmal verlängern wird. Ja, weiß Gott, wenn er der Einzige ist, der spielen kann und das gut macht, vielleicht kriegt er doch nochmal eine Chance. Ja, und wenn wir beim Thema Verletzungen sind, jetzt habe ich eine ganze Menge Videos für euch, damit ihr die Situation selber mal einschätzen könnt. Über Kylian Mbappé ist bei Real Madrid ein Riesenfragezeichen. Der Eindruck entsteht, dass Real Madrid über den Verletzungsstand von Kylian Mbappé aus L'Équipe erfährt. Und der Vorstand von Real Madrid und Florentino Pérez sollen sauer darüber sein. Ja, zumindest berichtet das El Larguero. Hören wir uns das zusammen einmal an. Seit L'Équipe am Dienstag die Nachricht brachte, herrscht eine offensichtliche Besorgnis, wenn man jemanden im Verein fragt. Eine Sorge wegen der Unklarheit darüber, was Mbappé genau hat und wie lange er pausieren muss. Ihr habt es beide gesagt. Da Mbappé sich nicht operieren lassen will und Madrid denkt, es sei besser so, weil wir im März sind. Und alles auf dem Spiel steht, sowohl für die Nationalelf als auch für Real Madrid. Aber einen Moment, denn... Ja. Aber zu behaupten, Mbappé will keine OP. Wir reden hier davon, wie Manu sagt, dass es wohl keine Verstauchung ist. Und ich komme zurück. Eine Verstauchung ist eine Verletzung, aber kein Grund für eine Operation. Aber ich komme zurück zum Ursprung des ganzen Problems. Kylian Mbappé, es gab eine Geheimniskrämerei, die weder dem Club noch dem Spieler nützt. Und heute sprach ich mit Leuten aus dem Verein, die überrascht bzw. verärgert waren, auch wenn sie es wissen, sie waren überrascht. Nicht nur wegen der Tatsache, dass er pausieren muss, denn es gab schon Gerüchte, dass dieser Moment kommen würde und man die Länderspielpause nutzen würde. Wir werden sehen, wie Mbappé damit umgeht und wie Frankreich. Aber vor allem wegen der neuesten Information oder dem letzten Absatz des L'Équipe-Berichts, der direkt aus dem Umfeld des Spielers stammt und besagt, dass der Spieler im Grunde hauptsächlich bis zum Saisonende nicht an Real Madrid denkt, sondern an die Weltmeisterschaft. Das hat Real Madrid verärgert. Ja, ihr habt es selber gehört. Der Vorstand ist zum einen, wütend darüber, dass Kylian Mbappé die WM als Priorität Nummer 1 sieht. Ich meine, ich finde das sogar ein bisschen normal. Eine WM ist alle 4 Jahre. Deine Mannschaft hast du gefühlt jeden Tag. Also da kann ich einen Mbappé sogar ein bisschen verstehen. Wobei ich als Madridista Real Madrid immer auf der 1 sehe. Aber das ist ein anderes Thema. Dass jemand wie Mbappé alle 4 Jahre nur eine WM spielt, habe ich ja Verständnis für. Aber Real Madrid ist auch verwundert über diese Geschichte. Der hat doch angeblich eine Verstauchung im Knie. Warum redet man darüber, dass er eine Operation nicht möchte? Seit wann muss man denn für eine Knieverstauchung operieren? Hat Kylian Mbappé was anderes? Lügt der uns alle an? Ja, und wenn ihr euch sagt, Mario übertreibt nicht, ja, El Larguero sind nicht die einzigen, die darüber reden. Hört euch mal diesen Clip an. Wir sprachen mit den Ärzten, ich sprach mit ihm und wir dachten, es sei am besten, wenn er pausiert. Mbappés Knie hat genug gesagt. Er fehlte gegen Benfica und soll auch gegen Getafe und Celta nicht spielen. Das Ziel ist, dass er für das Achtelfinale am 10. oder 11. März wieder fit ist. Er hat fast 2 volle Wochen Zeit, um sich zu erholen. Jeden Tag prüft er zusammen mit den Ärzten den Zustand seines Knies, mit einer Besessenheit für Arbeloa. Dass er sich zu 100% erholt und zu 100% fit ist. Falls er nicht fit wird, erklärte Juan Fesans den Plan B. Ich würde die Option einer kleinen Operation nicht ausschließen, die ihn maximal 6 Wochen außer Gefecht setzt. Ja, auch El Chiringuito redet davon, dass sie eine OP nicht ganz ausschließen können. Und dann reden wir über einen Verletzungsstand von nochmal 6 Wochen. Ja, keiner weiß so richtig, was Kylian Mbappé hat. So etwas kenne ich bei Real Madrid nicht. Kylian Mbappé kann sich wesentlich mehr rausnehmen als jeder andere. Wahrscheinlich der Letzte, der sich so viel rausnehmen konnte, war ein Cristiano Ronaldo.
Er entscheidet mehr oder weniger selber, wann er spielt, wann er aussetzt, wann nicht. Er entscheidet selber, was seine Priorität ist, ob er sich operieren lässt, ob er Madrid überhaupt seinen gesamten Gesundheitszustand nennt. Also, für mich ist das ein Riesenfragezeichen. Ich kann euch nicht zu 100% sagen, was der Franzose hat, warum alle auf einmal von einer OP reden, wie lange er ausfällt. Auf der einen Seite sagen sie, der ist gegen City, wird er wieder da sein. Macht das überhaupt Sinn? Sollte er sein Knie nicht zu 100% auskurieren? Denn was hilft uns allen, ein Kylian Mbappé, wenn er gegen Manchester City forciert und dann die Leistung bringt wie gegen Benfica Lissabon? Oder die Leistung bringt gegen Osasuna, dass wir mit 10 Mann spielen? Also, einen Punkt möchte ich nochmal klarstellen. Viele werfen dem Franzosen ja vor, in den großen Spielen lässt er sich verletzt krank schreiben. In den kleinen Spielen möchte er Tore und Assists farmen. Das sehe ich überhaupt nicht so. Der hat gegen Barcelona immer seine meisten Tore gemacht, hat gegen Barcelona im Supercup-Finale forciert, gegen Manchester City letzte Saison der Hattrick. Also man kann ihm nicht vorwerfen, dass der in den großen Spielen nicht da ist oder verletzt ist. Nee, der ist da und dann liefert der auch ab. Aber wir brauchen auch einen Kylian Mbappé bei 100%. Ja, absolutes Unverständnis. Eine Sache, die ich in den letzten Jahren so von Real Madrid nicht kenne. Wenn Real Madrid eine Sache hat, dann, dass sie von oben gut geführt wird. Aber ich bin kein großer Freund davon, dass ein Kylian Mbappé solche Freiheiten gegeben werden. Die Teamärzte sollen den untersuchen. Die Teamärzte sollen wissen, was ist mit seinem Knie los. Und die sollen entscheiden, was ist das Beste für die Genesung. Ein Spieler... Ja, Kylian Mbappé ist ein Ausnahmespieler, verstehe ich, der hat natürlich einen Sonderstatus, aber das muss irgendwann aufhören und meiner Meinung nach schadet er der Mannschaft eher, als er ihr hilft, wenn er mit 50% spielt. Ja, bin ich gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Lasst da eure Meinung gerne in den Kommentaren. Ja, und wie ihr mich inzwischen kennt, ich möchte euch mit positiven Vibes verabschieden. Hab ein wunderschönes Video für euch von Real Madrid TV über Thiago Pitarch und César Palacios, den beiden Spielern aus unserer Jugendakademie, die ihre ersten Minuten in der Champions League für Real Madrid im Santiago Bernabéu erleben durften. Schaut euch dieses schöne Video einmal an. Diese Blicke spiegeln wider, was sie gerade denken und was sie gerade fühlen. Dies könnte der Tag sein, an dem ein weiterer Traum für sie wahr wird. Denn Thiago Pitarch und César Palacios debütierten bereits in der ersten Mannschaft, aber auswärts. Jetzt würden sie es hier tun, im Santiago Bernabéu. Ein aufregender, einzigartiger Moment, den sie gemeinsam erleben würden. 2 Eigengewächse betreten zum ersten Mal den Rasen des Bernabéu und das in der Champions League. Zuvor noch die letzten Ratschläge und Anweisungen ihres Trainers, den sie sehr gut kennen. Und endlich kommt dieser Moment, der durch das ganze Stadion hallt. Mein Debüt im Bernabéu in der Champions League ist ein tolles Gefühl, ein wahr gewordener Traum. Im besten Stadion der Welt und für den besten Verein der Welt zu spielen. Ich kann gar nicht beschreiben, was ich gerade fühle, aber es ist eine riesige, riesige Freude. Und du, Pala, wie war dein erstes Spiel in der Champions League und im Bernabéu? Nun, ähnlich wie bei dir. Ich glaube, ich bin der glücklichste Junge der Welt. In diesem für Real Madrid so speziellen Wettbewerb und in diesem schönen Stadion zu debütieren, ist ein Traum. Dass Eigengewächse wie Thiago und Palacios ihre Träume verwirklichen, ist die beste Nachricht für Real Madrid. Man sieht hier die Früchte der Arbeit, die in der Jugendakademie geleistet wird. Letztlich müssen wir Jugendspieler die Chancen nutzen, die man uns gibt, und wir machen das wohl ganz gut. Das ist das Vorbild: reinkommen und sofort voll im Spiel sein, von der ersten Sekunde an. Jede Sekunde auf dem Platz nutzen, dieser Kampfgeist und Einsatz, den dieses Team in seiner DNA hat. Bälle von seinen Idolen zu bekommen und an ihrer Seite zu spielen, das ist einfach unbeschreiblich. Am Ende ist es ein Traum. Es ist wie mit einer VR-Brille. Gerade noch hast du mit ihnen FIFA gespielt, jetzt stehst du mit ihnen auf dem Platz. Es ist wirklich ein absolut vollkommener Traum. Das ist kein Traum mehr, es ist Realität. A la Madrid! A la Madrid!
Ja, wie gesagt, ich bin ein ganz großer Fußball-Nostalgiker. Ich kenne diese Jungs teilweise schon seit Jahren. Ich habe die noch in der Jugend Fußball spielen sehen, in der Jugend für Real Madrid. Und ich sehe, wie die sich Stück für Stück nach oben arbeiten, wie die besten Spieler von Real Madrid Castilla sind und jetzt ihre ersten Minuten für Real Madrid spielen. Also, ich habe so ein bisschen Vatergefühle für die. Ich kann es nicht erklären. Es freut mich riesig, die Freude in ihren Gesichtern, wie die selber es kaum in Worte fassen können, was denen gerade passiert. Also für mich sind das absolute Gänsehautmomente des Madridismus. Ja, und für mich ist das auch ein ganz wichtiger Punkt, wie ich Real Madrid verstehe. Natürlich haben wir die besten Spieler der Welt, aber auch immer wieder Eigengewächse, die den Durchbruch schaffen in die erste Mannschaft. Ja, ich bin gespannt. Was sagt ihr zu diesen Themen? Was sagt ihr zu Manchester City, zur Champions League Auslosung, zu Asensio, zu Mbappé und natürlich zu diesem Video? Lasst eure Meinung bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, seid so lieb, liked dieses Video, teilt dieses Video, hypen. Wer noch kein Follow da gelassen hat, drück schnell drauf. Dann schaffst du es noch unter die ersten 25.000 und tust mir einen riesen Gefallen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin.